Atana von Stefan Preddy. Kommt, verteilt euch um die Feuerstelle. Ja, genau so. Dies ist eure erste Nacht in der Halle der Jäger. Traurig? Schämt euch nicht. Auch ich habe in meiner ersten Nacht geweint. Vergesst nicht, ihr seid nun alt genug, den Jägern beizutreten. Also freut euch und seid stolz. Passt nun auf. Wir werden euch lehren, was notwendig ist, damit unser Stamm überlebt. Und irgendwann werdet ihr dieses Wissen weitergeben. Wir werden euch beibringen, wie man Speer, Pfeil, Bogen und Netz herstellt und wie man damit jagt, wie man allein in der Wildnis überlebt und den Weg zurück ins Lager findet. Doch es ist Sitte, dass diejenigen, die ihre erste Nacht in der Halle der Jäger verbringen, zu hören bekommen, wie das Feuer zu den Menschen kam. Als die Welt noch jung war, kannten die Menschen kein Feuer. Sie mussten ihr Fleisch roh kauen und froren in der Nacht. Dies änderte sich mit dem Jäger Atana. Flink wie eine Gazelle und stark wie ein Bär, war er der beste Jäger seines Stammes. Ihr fragt euch, welchem Stamm Atana angehörte? Hier sagen manche, er stammte aus unserem Volk. Doch auch andere Stämme behaupten ihn für sich. Alles Unsinn. Ihr werdet verstehen, warum, sobald die Geschichte erzählt wurde. Nun denn, Atana, dieser Jäger ohnegleichen, beobachtete jeden Tag, wie die Sonne im Westen unterging und dabei all ihr Licht und ihre Wärme mitnahm. Also sprach Atana irgendwann zu seinem Volk: Ich werde bis an den Rand der Welt wandern, wo die Sonne in die Unterwelt sinkt. Dort werde ich sie einfangen, und dann haben wir für immer Licht und Wärme. Niemand konnte Atana von seinem Vorhaben abbringen, also umarmten ihn seine Familie und Freunde zum Abschied. Er nahm seine Waffen und Proviant und machte sich auf gen Westen. Lang und beschwerlich war seine Reise, als Atana stur dem Lauf der Sonne folgte, doch das Ende der Welt kam einfach nicht in Sicht. Nach 6 Mondwechsel fiel Atana schließlich entkräftet auf den Boden und stieß einen frustrierten Schrei zum Himmel aus. Was gibt's da zu brüllen? Lachte plötzlich eine krächzende Stimme hinter ihm. Atana drehte sich um und sah einen Vogel mit hellbuntem Gefieder, der auf einem abgestorbenen Baum saß. Wer bist du? Rief der Jäger. Ich heiße Rabe, stellte sich der bunte Vogel vor. Also, wie heißt du? Und warum schreist du hier so rum? Mein Name ist Atana und ich suche den Rand der Welt, um die Sonne einzufangen. Daraufhin fiel Rabe vor Lachen fast vom Ast. Na, weißt du nicht, dass die Welt rund und ohne Ende ist? Du lügst. Ach ja? Hast du bei deiner langen Suche nie bemerkt, dass die Baumkronen und die Berggipfel zuerst über den Horizont ragen? Die Achse der Welt ist gekrümmt, großer Jäger. Die Sonne kommt nicht einmal in ihre Nähe. Wenn dem so ist, muss mein Volk für immer in der Nacht frieren, murrte Atana. Nachdenklich neigte Rabe seinen Kopf. Nicht unbedingt. Wenn du Licht und Wärme für deinen Stamm wünschst, kann dir Feuer helfen. Feuer? Was ist das? Mit Feuer brätst oder kochst du dein Essen zart und musst nie mehr im Dunkeln sitzen. Atana lauschte aufgeregt. Wo finde ich dieses Feuer? Ich kann dir zeigen, wie man Feuer macht. Aber was erhalte ich für meine Hilfe?
Ich trage nur meine Waffen, meinen Proviant und meine Kleider bei mir. Das reicht ja wohl kaum. Dann nenn mir deinen Preis. Da plusterte Rabe sich auf. Höre, wenn von nun an, bis die Welt endet, meine Kinder und meine Kindeskinder sowie meine Wenigkeit täglich eine Auswahl an Menschen fressen dürfen, dann helfe ich dir. Atana versuchte sich seinen Schrecken über den Vorschlag nicht anmerken zu lassen. Niemals würde das Leben von Frauen, Männern und Kindern geopfert werden, doch er wollte auch nicht mit leeren Händen zurückkehren. Darf ich bestimmen, welchen Teil des Menschenvolkes ihr bekommt? Das sei dir gestattet. Dann soll es sein, stimmte Atana zu. Nun lehr mich, wie man Feuer macht. So flog Rabe davon und kehrte mit einem harten, scharfkantigen Kieselstein im Schnabel zurück. Der Vogel wies Atana an, vom verstorbenen Baum Zweige abzubrechen und auf einem Haufen mit trockenem Laub zu schichten. Siehst du das gelbe, spröde Stein dort? Nimm davon etwas in deine Hand und schlag fest mit dem Feuerstein darauf. Ja, genauso. Noch einmal. Fester. Da. Hast du die kleinen Blitze gesehen? Die heißen Funken. Schlag so viele aus den Steinen heraus, bis sie das Holz und das Laub zu verzehren beginnen. Atana übte unermüdlich, und als die Nacht hereinbrach, brannte das erste Lagerfeuer in der noch jungen Welt. Stolz betrachtete der Jäger sein Werk. Rabe, du hast mir einen guten Dienst erwiesen. Das Feuer wird das Leben meines Stammes erleichtern. Denk dran, du schuldest mir nur einen Teil des Menschenvolkes. Rabe, von nun an dürfen du sowie deine Kinder und deine Kindeskinder diejenigen Menschen fressen, die verstorben sind. Was? Will frisches Fleisch? Verweste Leichen interessieren mich nicht. Das ist dein Problem. Abgemacht war, dass ich bestimme, welche Menschen dir gehören sollen. Die Toten stört es nicht, wenn man sie frisst. Wütend versuchte Rabe dem Jäger die Augen auszustechen. Doch geschwind packte Atana den Vogel und schmiss ihn ins Feuer. Sofort senkten die Flammen seine Federn an. Schreiend sprang Rabe aus der Glut und wälzte sie auf den Boden. Meine Farben! Meine prächtigen Farben! Das Feuer hatte nämlich sein Gefieder schwarz gebrannt. Atana zeigte kein Mitleid. Verschwinde, du Aasfresser, bevor du mit meinen Pfeilen Bekanntschaft machst. Ich kehre morgen mit dem Feuer zu meinem Stamm zurück. Betrüger! Sieh dich vor, Jäger! Schrie Rabe, als er in die Nacht verschwand. Ich kenne so manchen mächtigen Zauber. Du sollst ankommen, aber nie zurückkehren. 6 weitere Mondwechsel vergingen, bis Atana wieder in die Gegend kam, die sein Stamm Heimat nannte. Doch als er die Stelle erreichte, wo sich das Lager hätte befinden sollen, fand sich nur eine leere, verwillerte Lichtung vor. Ratlos suchte der Jäger alle Rastplätze seines Volkes ab und rief vergeblich in die Wälder: Brüder und Schwestern, wo seid ihr? Atana ist zurück! Unterwegs traf Atana andere Stämme, deren Sprachen und Sitten dem Jäger fremd waren. Einige behandelten ihn mit Misstrauen, andere mit Gastfreundlichkeit. Im Austausch gegen Proviant lehrte Atana den Menschen das Feuer machen. Schließlich beherrschte er genug Worte,
um nach dem Verbleib seines Stammes zu fragen. Aber niemand schien von seinem Volk auch nur gehört zu haben. Irgendwann sprach ein alter Mann zu Atana: Als ich noch ein Kind war, hörte ich von einem Jäger namens Atana, der nach Westen ging, um die Sonne zu jagen. Doch du kannst nicht dieser Mann sein, denn dies geschah lange vor meiner Geburt. Da erkannte der entsetzte Atana, dass durch Rabes Fluch für ihn nur ein Jahr, aber für den Rest der Welt 100 Jahre vergangen waren. Manche sagen, dass Atana eine Frau fand und zum Anführer eines mächtigen Stammes wurde. Wiederum behaupten andere, dass der große Jäger wieder gen Westen zog, um sich an dem Raben zu rächen. Doch in meiner ersten Nacht wurde mir ein anderes Ende erzählt. Nachdem alle Menschen die Kunst des Feuers kannten, zog Atana weit nach Norden und schlug dort sein Lager auf. Er entzündete ein gewaltiges Feuer, größer als jedes andere, in der Hoffnung, dass vielleicht doch eines Tages die Mitglieder seines Stammes durch das Licht zu ihm zurückfinden würden. Ihr könnt dieses Licht immer sehen, wenn ihr nachts nach Norden schaut. Es ist der Nordstern, der unverrückbar am Himmel steht und allen Wanderern im Dunkeln den Weg weist. Hat euch die Geschichte gefallen? Falls ihr noch weitere hören wollt, dann kauft bitte die Anthologie Hin und Weg, Geschichten für unterwegs, herausgegeben von der Schreibschule München.